Diese Demo-Version verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn du die Vollversion erwirbst, kannst du die Speicherdaten der Demo-Version übertragen. Sehr geil. Dual Another System. Identifiziere Nutzer. Nutzer erfolgreich identifiziert. Name Ashley Mizuki Robbins. Geburtstag 25. Februar 1991. System wird entsperrt. Begrüßungsnachricht wird aufgerufen. Liebe Ashley, ich möchte deinen 14. Geburtstag mit dir verbringen. Ich warte auf der Blood Edward Insel auf dich. Richard. Duales Another System. Start. Another Code. Und damit herzlich willkommen zur Demo von Another Code Recollection. Ich freue mich tierisch. Ich liebe diese Spielereihe. Ich habe sie lange nicht mehr gespielt tatsächlich, aber ich habe sie damals extrem gefeiert und ich habe mir schon ein Remaster gewünscht. Jetzt haben wir sogar ein Remake und das war noch toll. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran, denn das wird natürlich ein komplettes Let's Play werden. Wir fangen mit der Demo an, das ist Kapitel 1 und danach geht es dann weiter am 19. Januar. Also wir werden eine Pause drin haben, eine kleine, und dann geht es mit der Vollversion weiter. So. Neu starten. Ich gucke mal kurz in die Optionen rein, was gibt es hier so Spannendes? Automatisch später, bla, brauchen wir nicht. Ja, komm, fürs Let's Play ist vielleicht einfacher, wenn die Navigationshilfe an ist. Sprachausgabe ein bisschen lauter. Here we go. Here we go. Weil ist dann zu laut? Machen wir 75, okay? Und der Rest bleibt erstmal so. Wenn ich das anpassen muss, dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Sprache, Systemeinstellungen, Sprache, Sprachausgabe, bla bla bla. Alles klar, speichern. Gut, na dann, legen wir los. Ich blende mich wieder aus. Wir sehen uns gleich wieder in der Another Code. Und wie immer geht, wenn es euch gefällt, das hoffe ich doch sehr, dann lasst einen Daumen und ein Abo da. Würde dem Kanal sehr helfen, mich freuen und dieses Spiel hätte es auch verdient. Ups, falscher Knopf. Unterwegs. Blood Edward Island 1948. Thomas, why? Father? Aua. Das war nicht nett. Seattle Suburbs 1994. Hurry, Ashley. Hide. What do you hope to accomplish? Mommy? Krasser Beginn, oder? Two Memories. Doppelte Erinnerung. Das ist der erste Teil. Sind ja beide Teile geremaked. Und wir können hier das Kapitel 1 vom ersten Teil spielen. Blood Edward Island 2005. Das sieht aber auch so gut aus. I can get to the mansion. Watch out! What? Autsch. Ist auch nicht sehr gesund. No going back now. What should I do? Weitergehen. Was sonst? Ich meine, viele Optionen bleiben ja nicht. Ach ja. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint eine Pfeil, der Ashley den Weg zum nächsten Ziel weist. Du kannst die Navigationsziele jederzeit durch Drücken von L ein- oder ausschalten. Ja, wollen wir sie anmachen oder nicht? Das ist die Frage, Leute.
Wir lassen sie erstmal aus, nur wirklich gar nicht weiterkommen, machen wir sie an. Wir wissen ja jetzt, L drücken, dann geht sie an. Nicht? Puzzle-Tipps. Diese Funktion gibt dir Tipps zu Puzzles. Wenn ein Fragezeichen angezeigt wird, kannst du Minus drücken, um einen Tipp zu erhalten. Du kannst die Funktion auch in den Optionen ein- und ausschalten. Ich würde es ganz gerne ohne spielen, aber des Let's Plays Willens werde ich es mal anschalten. Wer weiß, wofür es gut ist. Und wir können die Kamera frei bewegen. Und wir können Dialoge drücken. Und können hier nochmal alles uns angucken, was so gesagt wurde im Prolog. Und ja, ich weiß, viele werden sagen, ist doch gar nicht so hübsch, ist doch nur ein Switch-Spiel. Aber für ein Switch-Spiel finde ich das extrem hübsch, weil ich auch die, jetzt übrigens der Navigationsfall, weil ich auch den Artstyle sehr mag. Und ich finde Ashleys Charaktermodell auch sehr schön gelungen. Es gibt definitiv hässlicheres auf dieser Welt als dieses Spiel. Auch wenn man sagen muss, ja, hier gut, das sieht das nicht so toll aus, klar. Aber ey, wir haben dieses Remake bekommen, das ist schon mal viel wert. Es hätte niemand mit gerechnet, dass Another jemals eine Neuauflage bekommt. Ein Schild. Menschen. Kann ich richtig rangehen und lesen? Nee, okay. Herabfallende Felsen. Ja. Hier schon durchs Gebüsch durchschlagen. Ich höre Wasser in der Nähe. Ja, ist ein Fluss. Ich frage mich, wie dieser Fluss herkommt. Na, von weiter oben wahrscheinlich. Vielleicht von dort? Jupp. Ist halt ein sehr rätsellastiges, sehr storylastiges Spiel. Da war dieses keine große Action. Ist ein sehr ruhiges Game, das sich auch mal seine Zeit nimmt. Aber eben eine sehr, sehr geile Geschichte, die noch sehr schöne Rätsel hat. Was ist das? Das ist eher gut, um eine L, um zu laufen. Wir können auch rennen, sehr schön. Oh, Soll ich mich hier ausblenden? Ich halt mal drin und wir entscheiden das on the fly. this is the way to the mansion. Aber die Brücke, die ist kaputt. Ich muss über die Brücke, um den Weg weiterlaufen zu können. Aber wie kann ich da rüber? Du kannst nun Items mitnehmen. Halte die Augen offen nach allem offen, was von denen wir benutzen können. Ja, wir brauchen natürlich jetzt hier Bretter. Wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber am Anfang ist es noch sehr, sehr leicht. Ein langes Brett. Das können wir mal mitnehmen. Vielleicht kann ich dieses Brett verwenden. Jo. Erhalten, langes Brett. Ihr werdet schon gemerkt haben, es ist ein Adventure. Y für unser Inventar. Das ist das Another System. Kann man das eigentlich, warte mal. Ein mysteriöses Gerät, das ich per Post bekommen habe, mit all den Knöpfen und Tasten, die das aussehen, eine Spielkonsole. Ja, wie die Switch. Wer hätte es gedacht? Früher war es ein DS, weil das Spiel kam ursprünglich für den Nintendo DS raus. Können Sie es auch ansehen, hier mit X. Das ist das Another System. Das DAS. Oder Dual Another System. Wir wollen aber das lange Brett. Ein langes und stabiles Holzbrett. Es lag im Wald. Es sollte mein Gewicht tragen können. Können wir auch ansehen. Das kennt man zum Beispiel aus Resident Evil, dass man sich Gegenstände genauer angucken kann. Yeah. Am Anfang alles noch nicht so wichtig. Okay, damit kann ich. Jetzt dürfen wir puzzeln. Ich überlege gerade. Wir können es auch drehen, wie ihr sehen könnt, aber das bringt uns hier nichts, weil das fällt runter. Logischerweise. Wir müssen es hier in die Mitte legen. Aber nicht ganz so. Ja, das funktioniert nicht. So geht das nicht. Nee. Aber wir können es ja hier hinlegen. Bumm. So. Und damit kommen wir rüber. Now I can get across. Und so spielen sich auch noch viele Rätsel ab. Logik, Denken, genau hingucken und dann klappt das schon. So, hier ist ein Grabstein. What's this? Ein Grabstein. Only Edward Family Members. Nur Angehörigen der Edward Family ist der Tod der gewährt. The captain mentioned that name. What?
Und wir sind hier offensichtlich nicht alleine. Kapitel 1. Treffen mit die. Und bei richtigen Cutscenes mache ich die Kamera natürlich so oder so aus. Ist klar, ne? Einige Stunden zuvor. Vor der Küste Seattles am 24. Februar 2005. Ashley. Dad. Hey. Look alive. We're almost there. Whoa! So that's Blood Edward Island? Right you are, miss. That's our destination. Used to get more than 2 visitors at once. Not much call for a ferryman there now. Anyway, your business is your own, of course. But I'm sure curious what calls you out here. The day before my 14th birthday started off pretty bad. On the boat, the waters were calm. But inside, I felt tossed in a storm. I was so excited, but also lost and angry. I've never felt so torn apart. Who could blame me? I mean, my dad. I always thought he was dead. But he's alive! Jetzt wisst ihr auch, worum es im Spiel geht. Wir müssen Ashleys Vater suchen. Ich bin ja so ein Wassersucker. Ich liebe gutes Wasser in Videospielen. Und ich finde, das hier ist optisch auch wieder sehr schön. Ist nicht perfekt, keine Frage, aber sehr schön. Dann können wir uns ein bisschen auf dem Schiff umgucken. Da bin ich wieder. Hi. Dad. Papa ist auf dieser Insel. Jupp. Vielleicht. Wir wissen es ja noch nicht. So, wir reden gleich mit ihr. Gucken Sie noch ein bisschen auf dem Schiff um. Und da ist nichts. Okay. Hier mal ein bisschen Vorräte. Oder was soll das sein? Irgendwas zum Auswerfen. Vielleicht ein Netz. Ist ja wohl ein Fischerboot hier, nicht? Ja, aber viel ist hier nicht, wie ihr sehen könnt. Der Lensflare ist lustig. An der Seite. Der ist echt ein bisschen übertrieben. Jessica. Jessica! Hey! Oh, good. You're awake. Come feel the breeze. It's nice. Yeah, nice. What's wrong? Feeling seasick? Nah, I'm alright. Are you sure? Mm-hmm. Let me guess. You had the dream again? Yeah. I don't know why I keep having it. It always ends the same. And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Das ist schlecht.
Don't rack your brain too hard. You were so little back then. Besides, you'll see him in person soon. So cheer up. I guess. Jessica is Dad's little sister. She's all the family I have left. She's raised me since I was little, and on a high school chem teacher's salary. Don't get me wrong, she's been really nice. She always considers what's best for me and helps me out when I need it. Now, though, I don't know. Why did you never tell me Dad was alive? Why have you been lying to me all this time? Gerade beschlossen, macht doch Sinn, wenn ich auch in solchen Situationen die Kamera ausschalte. I mean... Dann wirkt die Story aber noch mal ein bisschen intensiver. I promised your dad. Promised him what? It was 11 years ago. Richard showed up one day, holding you. You just turned 3. It was so sudden, I could tell something was wrong. He said, "Look after her. I'll be back for her someday. But until you hear from me again, it's best if you tell her I'm dead." Krass, oder? Why would he say that? Die Idee muss man erstmal kommen. Sag meinem Kind, dass ich tot bin. Ist besser so erstmal. He didn't tell me. Ein großes Mysterium also, aber wir werden es lösen. Vielleicht. I bet he wanted nothing to do with me after Mom died. No, it wasn't like that. Oh, My brother's a good man. Please trust that he had his reasons. He's not the kind of man who'd abandon his child if there was any other option. I remember the warmth in his eyes as he looked at you. When I saw that, I knew I had to take care of you until he came back home. I'm so sorry, Ashley. I wanted to tell you sooner. I received a package a few days ago. It didn't say who it was from. But there were 2 things inside. A letter from Dad, who I thought died when I was 3. And this strange device that looks like a game system. Now here I am, rereading the letter on a boat with my aunt, heading to Blood Edward Island, where my dad is supposed to be waiting. So, what was he like? My dad? Well, Richard is a brilliant neuroscientist. He is a neuroscientist? Like, he studied brains? Yeah, and I bet he made that device he sent you. Gerät. Really? He made this? Okay, jetzt sieht's nicht mehr aus wie eine Switch. Okay, that's kind of amazing. Oder ist ja schon die Switch 2? Wer weiß. What exactly did he study? His focus was on memory. Memory. Huh. He worked for a leading neuroscience research center. Talented scientists from all over the world came together there. He met a scientist from Japan, and they fell in love. Before long, they got married. You're talking about... Right, Sayoko. She was your mother. Mutter. So, jetzt können wir uns Topics auch so überreden, weil wir reden erst über die Mutter. Can you tell me more about Mom? Sayoko had a powerful mind and an equally powerful will. She had beautiful eyes, too. And that's where you get yours. They look just like hers. That's not what I mean. I want to hear real stuff. Like what? Just tell me the truth about her. Whatever it is, I can handle it. And I won't be mad.
I just want to know about Mom. I always thought Mom died along with Dad. Since it turns out Dad's alive, that means Mom is too, right? Is she on the island with him? You can tell me. Ashley, that's something you'll have to ask Richard about. He'll get all the answers you're looking for when you meet him. Great, thanks. Ja, ist schon scheiße, wenn man seine eigenen Eltern nicht kennt, ne? Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie es einem dann gehen muss. Wie viele Fragen man haben muss. Wow. Gerät. So, Dad sent me this. It says DAS. Das? What do you think that stands for? Dunno. What's his camera icon? Du kannst mit dem DAS Fotos machen. Wähle dazu im XDAS die Kamera. Achso, wenn man, ja. Oder drücke ZL. Die Fotos kannst du dir im Album des DAS ansehen. Ja, und jetzt können wir hier ein Foto machen. Können wir mit dem rechten Stick steuern. Können wir können die Kamera nicht wechseln. Wir können auch nicht zoomen. Wir können aber ein Foto aufnehmen. Bums. Foto. Speichern. It works. Now, how do I look at the picture I took? Not bad. Could you take one of me next? Sorry, but no. You're the only one who can use that thing. Okay. What? Why? I had spent some time fiddling with it after it arrived. Seems like it's keyed to your genetic data using biometrics. Wie heutzutage auch unsere Smartphones, die alle einen Fingerabdrucksensor haben und sogar sich per Gesichtserkennung entsperren lassen. Wobei ich das noch nie eingerichtet habe bei meinen Handys. Weiß ich nicht, dem traue ich nicht so ganz. Biometrische Daten, unser nächstes Topic. Ich habe euch gewarnt, dass hier nicht allzu viel passiert, ne? Es hat ein Story-Game, ein richtig schönes Story-Game. Biometric systems read a person's unique attributes. Aber keine Sorge, Gameplay kommt auch schon noch dazu. Das ist jetzt nur der Anfang, wo man halt einiges erklärt bekommen muss. They can use those unique identifiers as a sort of key. Your DAS seems to have a system like that built in, meaning it won't work for anyone but you. Huh. So, it'll only work for me. Sorry to interrupt, but we're almost there. So Controller-Dinger auf dem Touchscreen finde ich immer sehr suspekt. Das ist am Smartphone auch nicht anders teilweise. Aber das ist alles nicht ganz so präzise wie ein richtiger Control-Stick oder richtige Knöpfe, finde ich zumindest. So, und jetzt landen wir auf der Insel. So sind wir also angekommen. Und wir werden beobachtet. Ist das schon unser Daddy? Und da sind wir wieder. Das ist eine Möwe. Eine Möwe. Was wird da? Gestapelte Holzkisten. Alte Holzkisten, die aussehen, als würden sie bald zerfallen, sind ohne System aufeinander gestapelt. Was haben wir hier noch so Schönes? Eine Holzkiste, die von der salzigen Luft zerfressen wurde, liegt verkehrt herum auf dem Boden. Ach, schön. Hey, Captain. Was ist? Nix. Wo könnte Richard noch sein? Hier wahrscheinlich irgendwo weiter oben auf der Insel. Und der Captain macht das Boot natürlich gerade richtig fest. Hier ist ein Müllhaufen. Abgenutzte Seile und Teile einer Kiste liegen unordentlich herum. Ich kann mal wieder rennen. Die Kamerasteuerung mit dem rechten Stick ist ein bisschen langsam teilweise. He's not here.
Wasn't someone supposed to meet you here? Strange. I wonder Vielleicht if macht die something- Kamera wirklich aus in diesen Szenen. Richard should be here. I changed my mind. I'm not going. Ashley. Why isn't Dad here? Weil er Spielchen spielen möchte. He's the one who told me to come to this island. So where is he? What? Is he too busy? I bet he doesn't want to see me after all. Excuse me? No offense, but I have other passengers today. I'm going back to the mainland in a bit, if that's all right with you. Yes, that's fine. Well then, I'll be back by evening to pick you up as planned. Got it. Thank you. Why don't you wait here? I'll go find your father. I'll be right back. Abwarten. Würde ich mal behaupten. Denn natürlich kommt sie nicht zurück. Wir haben doch schon gesehen, dass wir alleine auf der Insel rumlaufen. Your mom looked worried. Jessica's not my mom. What is she then? Your sister? No, Jessica's my aunt. She raised me. My dad bailed. Left me with her. I thought he was dead until I got this letter. Hold on now. What? It's clear you're working through some things right now. And Das kann man so sagen, ja. one to meddle in other people's business. Sehr vernünftig. Mache ich übrigens genauso. Ich halte mich gerne aus den Angelegenheiten anderer raus, weil das geht meistens nicht gut, wenn man sich reinziehen lässt. Are you sure you wouldn't rather go off with your aunt? It doesn't matter. Ja, sie ist enttäuscht, kann man nachvollziehen. So long as we're waiting, why don't we have a little chat, hm? Man kriegt den Brief von ihrem Vater, der sagt zu ihr, komm mal auf die Insel, treffen wir uns, und dann ist er nicht da. Das ist halt auch nicht gerade nett, das macht man nicht. Sure, but what's there to chat about? Well, we could talk about this island. Diese Can Insel, we talk about you? über sie. Ask away. I'll answer whatever I can. Na dann, reden wir doch zuerst mal über den Captain. Wer sind So- Sie eigentlich? How long have you been a captain? Since well before you were born. Das war mir jetzt schon bewusst. Dankeschön, alter Mann. Cool. That long, huh? Why a captain? Was it your childhood dream? Who can say? Didn't you ever want to be anything else? Maybe so. Can't say for sure. It's been quite a while since I thought about it. Is it normal to forget the past as you get older? Ja. Ashley, leider ja. Wenn ich heute versuche, mir an Dinge zu erinnern, die 20 Jahre zurück sind oder länger, dann vergiss es. Manches ja, aber sehr vieles auch leider gar nicht mehr. Oder zumindest nur, wenn man sich sehr, sehr anstrengt. Das ist traurig, aber nicht zu ändern. Nah. Umso wichtiger sind Forget what you wanna Fotos aus der forget. damaligen Zeit. Und dann Leute, die darüber erzählen können, weil sie auch nur Erinnerungen haben. Weil man selbst eben doch immer einen gewissen Teil verliert über die Zeit. Isn't there anything you want to hold on to? Of course there is. Your heart keeps all the really precious memories locked away. Das stimmt. The heart remembers, huh? Ist ja wirklich so, das Herz hat ein paar Gehirnzellen tatsächlich. Also das hat tatsächlich die Fähigkeit, sich Dinge zu merken. Das ist super interessant, wenn man darüber nachdenkt. Right. You might think those important memories are lost, but your heart can always set a course back to them. All right. Nach dem Gespräch werde ich die Folge beenden. Wir sind schon mal eine halbe Stunde gerade. No one lives here, right?
Auch wenn ein paar Sekunden weggeschnitten werden vom Anfang, aber trotzdem. Also, bis das Spiel gestartet ist. Weil das lasse ich ja nie mit drin. Ich starte ja die Aufnahme aus dem Switch-Menü raus. Not these days. So there used to be people here. They say it was once home to a family of rich folks. But the patriarch got sick and things went from bad to worse. Why? What happened? Most of the family died. One right after the next. Ja, das kommt mir bekannt vor. How did they die? Couldn't tell you. Was it one big tragedy or a bunch of little accidents? Hold on now. I get that it can be tempting to dig into something like this. But take a lesson from me. Don't go meddling in other people's business. Genau. Even if you got to the bottom of it all. What do the dead care? Das ist mal richtig. Anyway, the whole thing drove what was left of them away. So now the place is deserted. Some heartless folks started calling it blood-soaked Edward Island. But I guess that doesn't quite roll off the tongue. Because now it's just Blood Edward Island. Well, that explains that. Do you come to this island a lot? Hardly. It's rare that anyone feels the need to come out this way. Though, I did recently ferry a tall blonde man here. Wait, really? When was this? What was his name? Aren't we a nosy one? I mean, this could be my dad we're talking about. Sorry, miss, but that's all you're getting out of me. I don't talk about my passengers, and I'll hold firm on that. Schade. Okay. Da hätten wir unsere erste richtige Spur bekommen können. Naja. Isn't that your aunt? Huh? Sie hat die Person gefunden, die uns beobachtet hat bei unserer Ankunft. Oh, yeah, Shouldn't you go? right. Und so begann unser Abenteuer auf Blood See you Edward later. Island. Und so endet auch die erste Folge, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefällt, und das hoffe ich, wie gesagt, wirklich sehr, weil das ist ein sehr, sehr schönes Spielchen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, dem Kanal sehr helfen. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser und bis zur nächsten Folge, die ich es direkt aufnehmen werde. Ciao!